Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen in die Vollmondbotschaft für das Kollektiv. Was darf ich weitergeben? Was sind Themen, die wir uns angucken dürfen? Welche Energien sind verfügbar? Es ist eine Zeit, in der wir Entscheidungen treffen oder wo Entscheidungen anfallen. Vielleicht auch unsere Spiritualität hinterfragen oder aus spirituellen Gründen, die ja jeder für sich selber definiert, eine Überzeugung, die nicht mehr stimmt, etwas, was man gedacht hatte, was nicht mehr passt, was hier einfach Entscheidungen fordert. Es kann ja auch sein, dass man lange gewartet hat oder irgendwelchen Entscheidungen aus dem Weg gegangen ist. Die göttliche Führung hat hier vielleicht schon den Weg aufgezeigt, aber man hat die Augen einfach zugemacht. Aber tief im Innern dringt es jetzt nach oben. Und man darf überlegen, was hindert mich denn, aktiv zu werden? Welcher Weg ist für mich vorgesehen? Die Karte kommt eben oft, wenn man es vermieden hat, etwas zu tun, und erinnert uns, dass wir, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, eben um Führung bitten dürfen. Möglicherweise ist Timing auch eine gute Sache. Man hat hier vielleicht zwei Wege und es gibt einen dritten besseren, einen unentdeckten bisher. Und um dieses Thema geht es. Schauen wir uns ein bisschen genauer an, was die Karten uns, die Lennys, mitgeben. Was sollen wir hier auf den Weg bringen? Ja, hier sind unsere Sehnsüchte. Hier ist unser Beziehungsleben. Hier dreht man sich im Kreis. Hier möchte man langfristig etwas verändern. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum man nichts verändert, weil man denkt, es endet vielleicht an einem Ziel, wo die Reise wieder von vorne beginnt. Hier möchte man vielleicht auch zu verbindlich weiterkommen. Natürlich kann es auch sein, dass man in Beziehungsthemen eine Entscheidung treffen darf oder auch sich für eine Beziehung oder dagegen entscheiden. Sich für einen Vertrag oder dagegen entscheiden. Aber jetzt kommt eben das, was die Karte hier schon voraussagt. Es gibt zwei Wege und hier sind nochmal zwei. Also es ist nicht so, dass es keine Lösungen gibt. Man weiß nur nicht, welche man annehmen soll oder welchen Weg man wählen soll. Man hat hier die Entscheidungen auf der bewussten Ebene, die Wege, die Weggabelungen, die Optionen. Es ist halt so, wenn man immer nur denkt und denkt und denkt, kommt nichts auf die Welt, ne? Ja, haben wir im Unterbewusstsein den Wunsch, dass etwas sich verkürzt, ja, dass es eine Entscheidung ist, die Glück bringt, kurze Wege, mehrere Bereiche vielleicht auch in unserem Leben. Und hier ist auch dieses Grübeln über die Optionen, weil es könnte ja nur kurz glücklich machen, wenn wir was verändern. Wir knüpfen an die Veränderungen der Vergangenheit an. Da hat sich schon viel getan, da ist man schon neue Wege gegangen. Aber irgendetwas scheint hier nochmal aufzutauchen, was wir wieder in Bewegung, dann kommt der Reiter, bringen dürfen, auf den Weg bringen dürfen. Wir dürfen überlegen, in welche Richtung satteln wir unser
Pferdchen und welche Geschwindigkeit nimmt es, ne? Machen wir einen Galopp oder traben wir halt so rum? Es liegt immer in unserer Hand. Fakt ist, dass wir eben in Bewegung kommen und nicht nur in den Gedanken sind. Da wir die Träume, Wünsche und Sehnsüchte hier in der Mitte haben, hier kommt auch gleich der Mond mit dazu, geht es eventuell auch um eine Sache, die man verdrängt. Man hat einen Wunsch, vielleicht im Beziehungsleben, vielleicht da, wo man auch unerfüllt ist, den Wunsch nach Glücklichsein, emotionaler Erfüllung, aber man drängelt ihn weg, weil man vielleicht vermutet, dass eine Sache keinen Erfolg bringt oder diese Phasen wieder mitbringt, ne? Wo man sagt, erst läuft es so, dann ist es so, dann ist es so, so wie auch die Mondphasen an sich, bis es sich wieder rundet. Aber hier geht es auch sehr viel um emotionale Erfüllung. Wir haben hier eine hohe Sensibilität in unserem Haus. Die Seele spricht, man kann es nicht wegdrücken. Hier möchte etwas zum Ausdruck kommen, besprochen werden. Hier ist ein Austausch über das Gefühlsleben zu sehen, das vermeidet man ja auch ganz gern. Wie oft sagt man, es geht mir gut, obwohl es einem nicht gut geht, zum Beispiel. Kommt mir auch gleich wieder dieses Ding, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Das hören wir ja auch so oft, ne? Es geht um die Komfortzone. Wir haben die Befürchtung, wenn wir hier etwas folgen, das uns emotional bereichert, dass es uns keine Sicherheit gibt. Hier liegt die Verbalisierung einer Sache. Dieser Austausch mit dem Umfeld, hier kann man durch etwas, was jemand sagt oder was jemand spricht über ein bestimmtes Thema, einen guten Impuls aufschnappen, einen richtungsweisenden Impuls. Guckt mal, die liebe Sonne, Yin, Yang, wir haben hier die Sonne, hier den Mond. Möglicherweise ist es auch eine ausgleichende Energie, die gebende und die männliche Kraft bei allem, was man in Beziehungen investiert. Die Sonne ist auf jeden Fall der gute Ausgang. Egal, mit welchen Hindernissen wir hier noch rechnen dürfen oder wo wir noch Aufklärung brauchen. Es ist vielleicht nicht nötig, alles zu wissen, ne? Was hier die Konsequenz sein könnte. Vielleicht haben wir auch keine Energie. Nichtsdestotrotz kommt hinter dem Berg die Sonne hervor. Ne? Der Berg kann ein Hindernis darstellen, das vielleicht auch nötig ist, weil man, wie gesagt, noch eine bessere Option hat, als die man bisher bedenkt. Hier entstehen auf jeden Fall gute Wege, gute Möglichkeiten, gute Chancen. Das Gefühl, dass etwas nicht safe ist, ist hier nicht bestätigt. Ja? Im Gegenteil. Hier haben wir das Abenteuer und das Annehmen. Ja, in unserem eigenen Haus sind ja sehr viele Emotionen und die Flussaue sagt ja, dass es darum geht, dass hier sehr viele Emotionen sind.
und dass es sich vielleicht manchmal auch unangenehm anfühlt und dass man es gerne wegdrängeln würde, weil es unangenehm sein kann. Aber hier liegt der Bereich so, dass man wertschätzen soll, dass man überhaupt so viel fühlt und dass man trübe Zeiten auch annimmt. Das könnte die Lektion dahinter sein. Denn nach der trüben Zeit kommt auf jeden Fall eine Regeneration unserer emotionalen Ebene und ein neuer Wachstumsprozess wird folgen. Hier kommt ein großer Wachstumsprozess. Mit der Sonne ist es nichts Kleines. Man kommt auch wieder zu seiner Energie zurück. Und die Emotionen, die blockiert sind, die beginnen wieder freier zu fließen. Hier liegt das Abenteuer, ne? Wir haben ja den Wunsch, auch irgendwas zu erleben. Und die Karte sagt tatsächlich, dass uns die Begeisterung aufsuchen wird. Und zwar liegt die schon hinter der nächsten Kurve. Man betritt ein neues Reich, man kommt zurück zur Lebensenergie. Etwas, was wir übersehen haben, vielleicht wird zur großen Möglichkeit. Hier ist Erfüllung, auch emotional, neue Perspektive. Hier legt man Scheuklappen ab. Hier ist keine Langeweile und Stillstand, hier ist Bewegung sozusagen. Und es sind hier ist ja die Religion und die Spiritualität mitgefallen. Hier sehr viele geistige Prozesse zugange und vielleicht auch eine spirituelle Weihe sozusagen. Unter dem Deck haben wir dann noch die Segnungen. Das wundert mich jetzt nicht, wenn hier die Sonne ist, ne? Da ist Fülle pur auf allen Ebenen. Es geht darum auch, wir haben hier den Seestern, ins Selbstvertrauen zu gehen, in die Hingabe wieder, in sich selbst, sich aufzurichten. Hier kommt sozusagen ein Stern, der für uns leuchtet. Man nennt ihn Stella Maris. Und er sagt, du bist behütet, du bist geschützt und du wirst geführt auf deinem Weg. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Hier ist so eine Anleitung dabei, Schritt für Schritt, in klare Bahnen zu reisen. Die innewohnende Kraft ist sehr hoch auch. Die Verbindung zum höheren Selbst ist wieder besser, man fühlt sich angebunden. Ja, hier ist auch trotz allem wieder dieser Hintergrund, nimm dir Zeit für dich. Heile dich selbst oder sei gut zu dir selbst, nimm dich in deinen Arm, nähere dich und akzeptiere dich auch. Und du spürst, dass die Erde dich auch trägt und nährt und versorgt. Hier hat sie sozusagen die große Mutter angenommen. Die weibliche Seite will auch erblühen. Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist, alles zusammen gibt eins. Sehr spannend. Ich hätte gerne noch eine Pflanze für diese Legung. Der Ehrenpreis. Hier ist die Bewegung und hier kommt Leben rein in deine Situation. Bewegung kommt ins Leben. Der Ehrenpreis ist auch für die Berührung der tiefen Gefühle und heilt oder genäst alte Wunden, löst Gefühlsstauungen auf. Das ist wunderbar passend eigentlich. Ist so eine emotionale Blockade, die gesprengt wird.
die mit sehr guter Auflösung und sehr guter Energie mit der Sonne hier liegt und hier in der Spiegelung natürlich auch dieses nichts funktioniert ohne das andere. Ne? Nach dem Morgen folgt der Tag, dann kommt die Nacht und es bleibt nicht immer Nacht, es bleibt auch nicht immer Tag. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Vollmondphase. Ich drücke euch bis bald.